Hi zusammen, ich begrüße euch zurück hier auf Project Inner Circle. Ein neues Jahr hat begonnen und normalerweise wollte ich ja mit den Heldenreisen weitermachen. Und da bin ich auch schon fleißig am Infos sammeln und in der Schrift am Lesen, damit diese Heldengeschichten eben auch umzusetzen sind am Ende in den eigenen Alltag, dass du selber zu deinem eigenen Helden wirst. Es wird eine schöne Geschichte werden. Ich glaube, es werden vielleicht so vier Heldenreisen. Ich weiß noch nicht genau. Wir beginnen erstmal mit 2 und dann gucken wir mal, wie es weiterläuft. Ja, draußen hat es angefangen zu schneien und mir war irgendwie so, dass ich aufgrund von einigen Gesprächen auch in letzter Zeit ein bestimmtes Thema nochmal ansprechen möchte. Es ist ein Thema, das in den Medien leider noch viel zu wenig behandelt wird, aber es kommt immer mehr. Und das finde ich auch sehr, sehr schön. Traut euch auch gerne auf den Zeitungsanzeigen vielleicht Kommentare zu schreiben, dass ihr einfach sichtbar werdet. Es geht hier heute um Frauen, die entweder ein Kind verloren haben oder auch einen Kinderwunsch nicht erfüllt bekommen in dem Sinne. Nun wurde ich gefragt, wie ich das dann überkommen habe, denn ich habe beides erlebt. Zum einen, dass ich ein Kind in mir hatte, das aber nicht geboren werden konnte und dann eben auch danach dann eben dieser Kinderwunsch an sich unerfüllt geblieben ist. Vom Verstand her konnte ich das ziemlich schnell abdeckeln und eben auch gut damit leben. Also es hat natürlich seinen Moment gebraucht zunächst, aber ich komme aus dem Bereich des Unternehmertums. Ich habe mich stets mit Anfang 20 schon stets weitergebildet im unternehmerischen Denken, im Erfolgsdenken, im positiven Mindset bin ich gelaufen und gewandelt und sowas wie Depression zum Beispiel war für mich Quatsch, sowas gab es gar nicht und vor 1,5 Jahren habe ich dann halt eben ja meine eigene andere persönliche Reise in die Heilung begonnen und auch die Reise immer näher zu Gott gefunden. Ich habe schon immer an Gott geglaubt und 2015 ist Jesus mir auch erschienen und da habe ich aber nicht so wirklich drüber gesprochen, sondern ihn irgendwann wieder vergessen und ja sogar meinetwegen auch verleugnet, könnte man sagen. Und jetzt ist er mir halt letztes Jahr zu Ostern erneut erschienen und jetzt kann ich ihn einfach auch nicht mehr leugnen und deswegen kommen auch immer mehr Aspekte aus der Schrift eben mit hinein in diese Videos. Ich habe begonnen, diese Videos aufzunehmen, weil ich über das Thema Loslassen ein Buch schreibe und da ich aber nicht so schnell gewesen bin, das ist ein Erfahrungsbericht, ist es einfach so, dass ich dann ja eben auch nicht geduldig genug gewesen bin, weil ich noch in der Erfahrung war und ich habe dann einfach nach und nach so ein Stück weit auch aufmerksam machen wollen auf dieses Thema Loslassen, weil ich auch in diese Richtung damals, als ich damit begonnen habe, es war im August 2024, habe ich das Buch angefangen. Ich habe in den ersten 10 Tagen 100 Seiten zusammengeschrieben und es hat sich dann aber jetzt 3-mal schon wieder verworfen, dieses Buch, und ich habe es umgekrempelt, einfach weil meine Erfahrung einfach noch immer sich wieder gewandelt hat, ist immer mehr hinzugekommen und die Reise zu Jesus war einfach die schönste, die mir jemals passieren konnte. Mit Jesus zu Ostern diesen Jahres ist er in mir aufgestanden. Es geht um seinen Tod und um seine Auferstehung. Und wenn man an seinen Tod denkt, kam mir jetzt eben auch so in den Sinn, dass ich eben dieses Erlebnis hatte von seiner Mutter Maria, die eben da steht und zusehen muss, wie ihr Kind stirbt. Und egal, was dahinter steckt, egal, dass es eben von Gott kommt und dass sie auch weiß, wohin er geht oder beziehungsweise, dass er diese Welt überkommt, das ist ihr ja auch alles bewusst gewesen. Und trotzdem ist sie ein Mensch,
eine Mutter, die dieses Kind geboren hat mit Gefühlen. Und ja, daher melde ich mich einfach, um Mut zu machen, dass ihr, wenn ihr eben von diesem Thema auch betroffen seid, nicht in dieser Dauerschleife hängen müsst, sondern ihr könnt Heilung erfahren, so wie ich es erfahren durfte. Und meine erste Erfahrung war wirklich, dass ich diese Tiefe erst durch Jesus erleben konnte. Ich habe es, wie gesagt, vorher irgendwie weggedrückt und im Verstand verarbeitet und es war alles okay, bis dann ja aber alles eben aufgebrochen ist, das und noch vieles mehr natürlich. Und da habe ich erst so richtig begriffen, dass es im Herz nicht so wirklich verarbeitet wurde, sondern nur im Verstand. Und ich habe also diese Frau gesehen, wie sie ihrem Kind zusehen muss, wie es stirbt. Und da ich das selber erfahren habe, konnte ich diesen Schmerz auch nachempfinden. Es ist aber auch so, dass meine Erfahrung mit Jesus dann einfach noch viel intensiver war. Ich habe plötzlich von der Intensivität her allen Schmerz aller Frauen aus allen Zeiten seither in mir erleben dürfen, für einen Moment nur, die eben diesen Schmerz des Verlustes eines Kindes in sich tragen. Und ja, das war einfach eine extreme Erfahrung für mich. Daraufhin konnte ich genau diese Erfahrung aber auch im Gebet zu Jesus ans Kreuz bringen. Wer mit Jesus geht, weiß, dass er dies auf sich nimmt oder genommen hat. Und zunächst einmal hat sich in mir aber Widerstand aufgebäumt, weil ich diesem Jesus nicht auch noch diesen Schmerz seiner Mutter geben wollte, quasi. Und oder einer Mutter. Und ich habe lange damit gehadert, das wirklich auch abzugeben, also dieses krasse Leiden. Aber irgendwann habe ich das halt eben geschafft und es ist auch in Ordnung, denn es ist ja schon alles vorüber, was Jesus für uns getan hat. Und wenn man da halt eben in diesen Gedanken mit einsteigt und diese Erfahrung für sich einfach auch selber sich offenbaren lässt. Es ist ja auch so, dass ich aufgrund meiner Heilung ganz viel Offenbarung auch eingeladen habe. Mir wurde Stück für Stück immer mehr gezeigt und irgendwann kam ich halt eben an diesen Punkt, das kam auch nicht nur von irgendwoher, sondern ich habe da viel und lange dran gearbeitet, dass ich an diesem Punkt eben auch gelange und ja, man könnte sagen, an eine Zusammenarbeit mit Gott, um zu verstehen, wie man einfach auch im Geiste sich stärken kann und durch Jesus Christus eben Leben erfahren kann und eben dieses Leid auch abgeben darf. Und die Equippers haben, und es ist so schön gewesen, im November begonnen, zur Adventszeit diese Weihnachtszeit einzuleiten mit einer Predigtserie Große Freude. Und ich saß in den ersten 3 Predigten da und habe mir gedacht, so, irgendwie kann ich diese große Freude nicht nachempfinden, weil ich feiere allein mein Weihnachtsfest und ich habe eben immer noch ein bisschen dieses Schmerzes in mir getragen, auch dieser, also nicht dieser Verlust des Kindes, sondern einfach dieser Verlust des Wunsches danach,
Denn es hat sich für mich halt eben auch, als ich dann das später eben trotzdem ja mir immer noch gewünscht hatte, irgendwo hat sich das halt nicht bewahrheitet. Und dieser Wunsch, der war einfach noch viel zu sehr in mir drin. Das konnte ich in den ersten 3 Predigten nicht so gut verstehen, aber ich habe dann, dadurch, dass ich eben auch immer mehr Richtung Weihnachten gegangen bin und einfach auch immer mehr bewusst wurde, dieses Jesus-Baby, diese Freude auf ihn, die ist einfach immer mehr gekommen, die hat sich immer mehr gesteigert in den Wochen davor, dann in den letzten 2 Wochen davor. Und dadurch konnte ich auch diesen Wunsch einfach genauso abgeben wie den Verlust des Kindes. Und das hätte ich ehrlich gesagt nie für möglich gehalten, dass das jemals so sein wird. Ich dachte eigentlich immer, dass ich wirklich nach außen schaue und eben all diese Freude sehe, aber sie selber ja nicht leben kann. Und das war immer so ein Zwiespalt in mir drin, den ich hatte, was ich auch nicht verstehen wollte und konnte und dementsprechend auch im Herzen gar nicht fühlen konnte. Und ja, dann ging das aber so weiter mit den Predigten und auch die letzte hat mich einfach so wunderbar abgeholt. Auch die Weihnachtspredigt im Gottesdienst, im Weihnachtsgottesdienst war sehr, sehr schön. Und dadurch, dass ich halt eben mir vorgenommen habe, die Weihnachtszeit ganz intensiv und speziell mit Jesus zu verbringen und mit diesem Jesus-Baby zu verbringen, mit all seiner Verletzlichkeit, die er ganz zu Beginn eigentlich noch hatte, das in sich tragen zu können, dann, das war eine wunderschöne Erfahrung. Und ja, auf diesem Wege bin ich in einem Prozess halt eben gewesen, von Ostern bis Weihnachten, und habe diese Reise, so wie es sich anfühlt, einfach auch abgeschlossen, sodass eben auch wirklich dann etwas Neues starten kann. Und ich habe einfach mit dem einen oder anderen gesprochen, der vielleicht noch nicht an dieser Stelle ist, diese Freude empfinden zu können, auch darüber und auch diese Dankbarkeit trotz allem, trotzdem das Leben eben so gelaufen ist, trotzdem das Leben eben nach vorne eben auch anders läuft, als man es sich vielleicht gewünscht hat, kann ich nur sagen, dass es auf jeden Fall möglich ist, es wirklich vollkommen und ganz abzugeben und in Leichtigkeit und im Frieden einfach leben zu können. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, an welchem Punkt, aber ich würde dich gerne genau da abholen, wo du stehst. Ich würde dir gerne die Hand reichen und mit dir ins Gespräch gehen, vielleicht dich vielleicht auch ein bisschen anleiten, Gebete mit dir aufsetzen, in Anführungsstrichen, die ganz individuell, persönlich nur für dich sind. Das ist mich auch etwas, was mir sehr geholfen hat. Und ich möchte da sehr gerne Unterstützung leisten, denn so wirklich Hilfe bekommt man natürlich nicht von Ärzten oder vielleicht auch Psychologen. Ja, okay, ein Psychologe hat eben auch vieles aus der Bibel genommen, wenn er gut ist, und hat gewisse Heilungserfahrungen, Traumaerfahrungen halt eben zusammengewürfelt und gibt einem so eben auch schon ein Stück weit Heilung mit an die Hand. Ich möchte das überhaupt gar nicht absprechen. Es ist eine so wunderbare Arbeit, die, denke ich mal, zu größten Teil geleistet wird. Wenn man aber diesen christlichen Aspekt da einfach noch mit reinnimmt und Jesus einfach noch mit einlädt, das ist einfach noch mal eine ganz, ganz andere Hausnummer. Zuvor in den Videos habe ich auch darüber geschrieben, wie das ist, einfach das irgendwann unterscheiden zu können. Ist es im Fleische oder, also dieser Gedanke, ist er im Fleische oder ist er im Geiste behaftet, und dieses Leben immer mehr in den Geist zu kommen, das kann ich einfach jedem auch genau
in dieser Form empfehlen bei diesem Thema, weil das für mich im Menschlichen nicht möglich gewesen wäre, überhaupt jemals damit abschließen zu können. Aber wenn man eben weiß, was da halt im Geiste, in der Realität, das Leben im Geist ist genauso real, das dürft ihr einfach auch verstehen. Wenn das eben auch noch so abstrakt klingt vielleicht, kann ich nur dazu ermutigen, dass ihr Stück für Stück euch vielleicht da hineinfuchst und einfach auch Jesus dazu einladet, diese Heilung in euch hineinzugeben. Denn wenn ich da nicht aktiv nachgefragt hätte, dann hätte ich diese Heilung auch nicht erfahren. Und dafür bin ich sehr, 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 sehr dankbar. Und genau das möchte ich halt eben weitergeben. Und ich möchte, dass ihr genauso dankbar und friedlich leben könnt und einfach das Leben sehen könnt, als dass ihr einfach auch gedacht wurdet. Genau. Kommt dazu gerne in meinen Tribe, der heißt auch Protect Inner Circle. Die Verlinkung ist in der Unterschrift. Das ist eine Plattform, wo ich einfach auch noch andere Inhalte mit veröffentlichen kann, PDFs, wo halt Lerninhalte einfach auch sind, um zu wachsen, um über sich hinaus zu wachsen, gewisse Dinge zu überkommen, alte Muster zu durchbrechen. Das sind ja alles so Themen, die ich da halt eben jetzt irgendwie zusammensammle, damit ich nicht so auf so vielen Plattformen irgendwie was machen muss, sondern das alles wirklich komprimiert auf einer Plattform zusammengesammelt ist. Und dort haben wir, ich lasse auch nicht jeden rein in diesen Tribe, man muss eine Beitrittsanfrage stellen. Also da könnt ihr euch sicher sein, dass es ein geschützter Raum ist, in dem man sich austauschen kann. Da gibt es auch eine Chat-Funktion, es gibt Kurse, die man machen kann, Videokurse. Und dort wird auch ein Zoom-Link sein, irgendwann für meine Mentorenprogramme. Also das heißt, ich habe ein Einzel- oder Gruppencoaching eben auch geplant, ein Langzeitcoaching, wo ich dann eben was ausgearbeitet habe für 3 Monate zunächst, wo man dann eben wöchentlich eben sich auch updatet sozusagen über einen Zoom-Call. Es wird wahrscheinlich so 1 Stunde gehen, das werden wir sehen, nach Terminen. Und wo aber eben auch auf dieser Plattform weitere Inhalte dabei sind, ob man dieses Coaching nun dazu nimmt oder nicht. Es steht euch trotzdem zur Verfügung und auch diese persönlichen Gebete, auch Dinge, um das Nervensystem zu beruhigen. Es ist alles mit da drin. Und eins kann ich euch hier noch mit ans Herz legen. Ihr dürft Trauer wirklich auch leben. Ihr dürft traurig sein über all das, was eben in euch vorgeht. Ich habe mir bewusst eine Zeit der Trauer genommen. Es ist so, dass jemand gestorben ist. Das war Anfang Oktober und ich war sehr in Trauer deswegen, und es war aber auch noch einiges mehr hinter dieser Situation an sich, und ich habe in dieser Zeit gerade auch einen Traumapunkt in mir geöffnet, sodass ich halt eben, da war ich 1,5 Jahre alt, und sodass ich halt eben in dieser Trauer, die Trauer meines Lebens zu diesem Traumapunkt einfach, wie mein Leben deswegen einfach auch verlaufen ist, erlebt habe. Und darin war aber auch ein ganz, ganz großer Aspekt, und zwar dieser unerfüllte Kinderwunsch und auch nochmal auch Schuld und Scham und einfach auch diese Trauer über dieses Kind. Es konnte auch nochmal ganz anders abgeweint werden.
Also es gibt Leid, die zu nichts führt und immer sich nur im Kreise dreht. Und es gibt aber auch eine Trauer, die befreit. Und es waren so circa 4 Wochen, die ich wirklich fast durchgeweint habe. Aber es war wunderschön, wenn man das rückblickend einfach auch betrachtet und auch also diese Trauer sich aktiv und bewusst nehmen zu können. Es war auch ein Stück weit Arbeit, dort erstmal hinzukommen. Aber es ist alles möglich und egal, was in dir gerade vorgeht und ob du dich davon angesprochen fühlst, zu dem einen Thema ein Kind verloren zu haben oder einfach nur dazu, dass da dieser Kinderwunsch einfach noch nicht erfüllt ist vielleicht auch, da möchte ich schon gerne dir gerne die Hand reichen und mit dir gemeinsam schauen, wie wir da eben weiterkommen und Stabilität einfach auch im Innen nachher aufbauen und die Freude zurückholen. Für dieses Jahr habe ich auf jeden Fall ganz viel Leichtigkeit eingeladen. Wenn man so komplett jeden Tag nur an sich arbeitet und das 1,5 Jahre lang, wirklich ohne Unterlass, jeden Tag, möchte man auch irgendwann das abschließen. Und ich werde immer weiter an mir arbeiten, immer weiter wachsen. Ich werde auch immer weiter mein eigenes Coaching behalten für mich, damit ich eben weiter wachse. Denn wenn ich euch die Hand reiche, um euch zu leiten, ein Stück weit auf den Weg mit zu begleiten, dann folge ich persönlich auch nur Menschen, die ebenso gecoacht werden von Menschen, die diesen Weg eben schon gegangen sind. Und so führt sich diese Reihe einfach fort und so bin ich der Meinung, können wir einfach auch in der Gesellschaft am Ende viel offener über dieses Thema sprechen und vielleicht auch ganz andere Hilfe erfahren. Denn ich war damals 19 Jahre alt gewesen und das ist nun auch schon eine Weile her. 20 Jahre später habe ich erst diese Heilung erfahren und das muss nicht sein. Es muss für dich nicht so lange dauern und genau deswegen gehen wir einfach gemeinsam diesen Weg. Ich wünsche ein frohes neues Jahr, ganz viel Leichtigkeit und ich lade euch ein, kommt in meinen Tribe. Ich habe richtig Lust, mit euch zu arbeiten. Meine Joggingschuhe stehen auch schon wieder an der Haustür. Ich habe sie auch schon einmal angehabt jetzt. Wer mich ein bisschen näher kennt, weiß eben auch, dass ich keinen Sport machen konnte für eine Zeit lang und das Joggen, das gehört einfach irgendwie zu mir und ich mache das jetzt einfach. Auf jeden Fall hat mir das eine Mal schon sehr gut getan und ich mache das, ich gehe es langsam an und bin auch guter Dinge und zuversichtlich, dass ich da vollkommene Heilung wieder erfahre, sodass ich ganz normal wieder joggen kann, wie früher auch. Und ich bin auch zuversichtlich, dass du genau diese vollständige Heilung erfahren kannst. Kommentiere gerne allgemeine Beiträge auch hier in den Kommentaren. Fragen, Anregungen zu dem Thema komm in die Tribe. Ich werde alles in die Beschreibung mit reinpacken, dass du das an Hand hast. Und ja, und ich freue mich einfach, euch dort begrüßen zu können. Alles Gute.